Kanal Überleber. Schön, dass ihr wieder mit draußen seid. Ja, mit dabei ist auch heute wieder Professor Dr. Chris. Hallo. Wie ihr seht, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und einfach ein unterirdisches Labor unter unser Bushcraft Camp gebaut. Sozusagen das Überleberlabor, Schrägstrich das Überlabor. Ja, wie schon angekündigt, geht es heute wieder ums Thema Harz und zwar um die Weiterverarbeitung. Wir wollen heute dieses Rohmaterial filtern bzw. klären. Ja, ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, dass wir ganz schön Harz gesammelt haben. Wir waren sogar nochmal unterwegs, haben hier noch ein bisschen aufgestockt. Und das ist jetzt hier die Ausbeute. Wir wollen das gleich mal wiegen. Also sind richtig große Tüten, die sind richtig schwer. Also wir schätzen selber mal so 3 bis 4 Kilo. Haben jetzt aber mal eine Waage hier runter in die Garage, ins Überlabor gebracht, um das mal genau zu wiegen. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei alles rauskommt. Naja, genau die Mitte, 3,5 Kilo. Also eine ganze Menge, 3,5 Kilo. Viel Spielraum, um damit rum zu experimentieren. So, gleich mal vorneweg. Es wird wahrscheinlich doch ein bisschen umfangreicher hier, das ganze Thema Harz, als wir eigentlich erst vorhatten. Also wir werden hier wahrscheinlich mehrere Videos zu dem Thema machen. Ja, das ist einfach, ich sag mal, mit der Menge sind auch ein bisschen die Ansprüche gestiegen und das Material ist einfach so interessant. Man kann so viel damit machen, dass wir das eigentlich mal so richtig in Szene setzen wollen. Das macht vielleicht hier und da auch nicht immer unbedingt Sinn, so im Bereich für Bushcraft oder Survival. Aber wie gesagt, wann hat man schon mal 3,5 Kilo selbstgesammeltes Harz in der Hand und kann es weiterverarbeiten? Da wollen wir uns ein bisschen was Spezielleres einfallen lassen. Konkret soll das bedeuten, als erstes werden wir mal das Harz reinigen, filtern. Damit fangen wir ja heute an. Da wollen wir aber auch unterschiedliche Methoden mal zeigen, unterschiedliche Methoden ausprobieren. Und danach geht es dann an die Weiterverarbeitung von dem Harz. Als letzte Folge, was das Harzklären betrifft, wollen wir dann eben die komplette Ausbeute einfach in irgendeine große, fulminante Form gießen und dann mal schauen, wie das aussieht. Also es ist nicht alles komplett durchdacht. Nee. Dabei wollen wir es mal so richtig übertreiben. Was den Reinheitsgrad betrifft, was die Menge betrifft und mit der Form, in die wir das dann alles gießen. Harz reinigen, erstmal wieso? Naja, am Harz hat man eben, wenn man es vom Baum sammelt, immer noch so Verunreinigungen dran. Da ist immer noch so ein bisschen kleine Rindenstücke, Nadeln, Insekten, Staub, Dreck. Und das wollen wir eben nicht haben. Wir wollen es, wie gesagt, glasklar haben oder so rein wie möglich, weil wir es eben für unterschiedliche Materialien verwenden wollen, unter anderem eben auch Salben. Und da möchten wir natürlich nicht irgendwie hier, am besten die fette Motte, die wir da gefunden haben, möchten wir da eben nicht drin haben. Deshalb eben erstmal filtern. Dieser Filterprozess ist eigentlich so simpel, wie er klingt. Wir müssen eben das Rohmaterial erhitzen, dass es flüssig wird. Dann gießt man es durch einen Filter und in einem Auffangbehältnis wird dieses Harz dann eben aufgefangen und dann können wir das eben abkühlen lassen und weiterverarbeiten. Wie funktioniert nun dieses Filtern? Ja, da gibt es einen Haufen Möglichkeiten, einen Haufen Methoden, die man da anwenden kann. Das kommt ein bisschen darauf an, was wollt ihr letztendlich als Ergebnis haben. Ja, es ist halt schon irgendwo ein Unterschied, ob man auf einer Wanderung ist, ob man offenes Feuer hat, ob man im Camp ist, ob man zu Hause ist, ob man eine Herdplatte hat. Was habt ihr für Gefäße, was habt ihr für Materialien? Und letztendlich, wie rein wollt ihr das Harz haben? Wie rein braucht ihr das für die Weiterverarbeitung? Ja? Wir sind heute eben hier im Überleberlabor, im Überlabor. Sind wir ganz ehrlich, wir sind hier in der Garage bei mir. Aber vom Prinzip kann man das genauso draußen machen. Wir sind heute nur hier, weil wir hier eben wirklich permanent Licht haben. Es wird ja im Winter immer relativ schnell dunkel. Da können wir das einfach nicht so gut filmen. Natürlich haben wir hier auch noch so ein paar andere Annehmlichkeiten, so eine Kochplatte und Gefäße und so. Aber das kann man sich alles draußen auch im Bushcraft Camp selber basteln. Da hat man dann eben Feuer als Wärmequelle. Das Prinzip bleibt das gleiche. Wir wollen aber auch noch mal im Camp eine Folge machen, wo wir das dann eben über einen offenen Feuer oder einen Gasbrenner oder so machen, um euch zu zeigen, dass das eben genauso gut funktioniert. Hier machen wir das heute aber mal in unserem kleinen, aber feinen Kochstudio. Oh, jetzt reicht es ja auch mit dem. Scheiße. Wir machen heute die Abschöpfmethode. Die funktioniert mit heißem Wasser. Wir haben da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und hier sieht man eigentlich auch alle Utensilien, die wir dafür benötigen. Das heißt im Klartext, als erstes werden wir das Harz klein machen, dass wir es richtig so, fast pulverisiert haben.
Dann kommt das Harz zusammen mit einem Stein in diese Socke und diese Socke ist dann unser Filter. Die binden wir dann mit der Schnur hier am Ende noch zusammen. Ja, und dann versenken wir die komplette Socke mit Stein und Harz im Wasser. Der Stein sorgt dafür, dass die Socke eben an den Boden sinkt, denn das Harz ist leichter als das Wasser. Und das nutzen wir in dem Sinne auch gleich doppelt, denn das Harz wird dann eben erhitzt durch das heiße Wasser, wird flüssig und steigt nach oben und muss aber eben vorher erstmal durch das feinmaschige Gewebe der Socke. Das heißt, diese ganzen Verunreinigungen wie Nadeln, Rinde, Staub, Dreck und so weiter bleiben in der Socke, die können ja auch nicht raus. Die Socke bleibt am Boden und das gereinigte Harz steigt an die Wasseroberfläche. So, und da können wir das dann eben einfach absammeln, abschöpfen und geben es dann hier in diese Schale. Da ist ein bisschen kühleres Wasser drin, da erkaltet dann langsam das Harz. Da können wir das dann anfassen und erstmal zu einem Klumpen kneten. Dann haben wir erstmal schön gereinigtes Harz. Das Problem ist, da ist noch ein bisschen, sind so Lufteinschlüsse drin vom Zusammenkneten, vielleicht noch ein bisschen Wasser. Also das ist nicht der Grad der Reinheit, den wir dann wirklich wollen. Deshalb zerkleinern wir diesen Klumpen noch mal ein bisschen, geben den hier in dieses Glas und das Glas stellen wir dann vorsichtig noch mal ins Wasserbad. Und so steigen dann die ganzen Luftbläschen nach oben und die Masse verdichtet sich noch mal zu einem richtig reinen, klaren Material. Ja, und das gießen wir dann in diese Silikonförmchen, lassen es auskühlen und dann haben wir das, was wir eigentlich wollen, nämlich schön gereinigtes Harz. Doch bevor es richtig losgeht, erstmal das Zerkleinern. Das macht sich am besten, wenn das Harz gefroren ist. Also im Winter entweder draußen liegen lassen oder eben in den Froster legen. Dann ist das so richtig spröde. Dann lässt sich das einfach besser zerkleinern. Am besten nimmt man sich dazu einen Stoffbeutel oder so. Ich habe jetzt hier so einen alten Kissenbezug oder Laken oder was das hier ist. Und dann geben wir das gefrorene Harz rein. So. Schön dicht machen. Und dann Stop! Hammer time! Ja, dieses Zerkleinern ist wirklich gut, weil ihr dann natürlich der Hitze eine größere Angriffsfläche bietet und dadurch geht es natürlich sehr viel schneller. Hier sind ja noch große Stücken dabei, ihr könnt euch ja vorstellen, das dauert eine ganze Weile, bis die Wärme eben komplett nach innen wandert. Wenn man jetzt aber hier so ein feines Material hat, geht das natürlich viel schneller. So ein bisschen klopfen werde ich noch. Okay, Socken machen wir mal voll, wa? Erstmal einen Stein. Das ist okay. Wir haben jetzt eine Sache festgestellt, das ist ja hier, der Breter ist ja so aus Edelstahl und hier lagert sich das Harz, das bleibt hier auch im heißen Zustand immer kleben. Jetzt haben wir hier noch einen beschichteten Topf. Da wollen wir die Socken jetzt erstmal reinmachen und den dann nochmal erhitzen. In der Hoffnung, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen.
Ey Leute, echt, wir dachten, das sieht hier so richtig schön aus, wenn wir das hier so machen. Aber das ist eine echte Sauerei geworden. Kann man nicht anders sagen, aber es funktioniert ja. So, beschichteter Topf, jetzt geht's hier los. Sammelt sich schon alles an der Oberfläche. Und parallel dazu werde ich schon mal das Wasserbad hier vorbereiten. Alles hier, was wir hier so haben, kommt hier schon mal rein. Ja. So, jetzt haben wir erstmal mit dem Abschöpfen aufgehört. Das ist jetzt hier die Ausbeute, also so ein Gewürzgurkenglas voll. Das wollen wir jetzt noch hier in dem Glas ins Wasserbad geben, dass sich das alles hier noch ein bisschen verdichtet, die Luft noch rauskommt, das Wasser noch ein bisschen verdampft, dass wir hier eine schöne klare Masse haben, die wir dann letztendlich in diese Silikonform gießen. Ja, nochmal zum kleinen Zwischenfazit. Das war jetzt wirklich komplizierter als gedacht. Wir haben schnell gemerkt, dass mit dem Edelstahlbehältnis hier, das hat überhaupt nicht gut funktioniert, weil sich da überall das Harz abgesetzt hat. Das hat auch am Boden geklebt. Ist nicht alles wirklich nach oben gestiegen. Das war jetzt in dem beschichteten Topf viel besser. Wir haben auch gemerkt, kleinere Socke ist wirklich besser, weil so eine längliche Socke, wenn die sich langsam leert, hat natürlich noch sehr viel Baumwollmaterial und da verfängt sich das Harz dann auch immer wieder. Das ist alles irgendwie ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Also gut zu wissen fürs nächste Mal. Lieber eine kleine Socke nehmen, irgendwas Beschichtetes als Kochtopf und vielleicht nur eine Socke reinmachen und dann eine Weile warten, wirklich ein bisschen Geduld haben und dann ganz bequem oben richtig eine Schicht abschöpfen. Wir haben wirklich gleich angefangen mit dem Abschöpfen, haben immer so kleine Harztröpfchen abgesammelt. Das war eigentlich völlig aufwendig, das geht alles viel besser. Haben wir jetzt im Prozess gelernt. Ja, die Ausbeute kann sich trotzdem sehen lassen. Da ist bestimmt noch ein bisschen was in den Socken drin, aber wir haben jetzt auch einfach Stopp gemacht. Wir haben nur ein Beute von 4 verarbeitet. Den anderen wollen wir dann eben lieber wirklich in einem beschichteten Topf hier machen oder in einer Pfanne. Müssen wir mal schauen. Jetzt geht es einfach nur darum, dass wir das erstmal ins Wasserbad stellen, dass sich das hier nochmal neu verflüssigt, dass wir das dann eben umfüllen können. Ja, und alle, die jetzt denken, Glas und Hitze, das platzt bestimmt. Nee, Glas platzt nicht. Glas platzt nur, wenn wirklich die Temperaturunterschiede sehr schnell sind und sehr groß. Also wenn das Glas jetzt hier aus dem Tiefkühlfach kommen würde und dann packe ich es in kochende Wasser, dann entsteht Spannung und dann platzt es. Aber so, wenn man es langsam erwärmt und jetzt ist es hier eh so ein bisschen auf Zimmertemperatur, ist das kein Problem. Stellt man das hier rein. Wir machen jetzt auch nicht das Wasser so, dass es kocht, sondern wirklich nur, ja, man kann hier sogar noch ein bisschen so reinfassen. So, jetzt werden wir mal schauen, das sieht hier alles schon sehr flüssig aus. Jetzt werden wir es erstmal in die Silikonform gießen und dann schauen wir uns das mal an, wie das ausgehärtet aussieht. Das Gute ist beim Glas, hier oben kann man es eigentlich noch anfassen, aber zur Sicherheit, also so richtig schön kochend heißes Harz, da ziehe ich mir doch mal lieber ein paar Handschuhe an.
Ja, hier mal eine kurze Info. Wir haben gestern mitten in den Aufnahmen festgestellt, dass irgendwie die Kamera hier mit der Halogenbeleuchtung nicht so richtig klarkommt. Also die eine Kamera, die macht das ohne Probleme, die andere, die hat immer so ein Flackern drin. Das habt ihr jetzt vielleicht schon mal auf den Aufnahmen gesehen, dass es so ein bisschen flackert. Können wir jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern, aber wir haben dann eben gestern die Aufnahmen erstmal abgebrochen und sind auf das andere Kameramodell umgestiegen. Nur, dass ihr da mal Bescheid wisst. So, und das ist eben der aktuelle Zwischenstand. Wir haben jetzt hier die Silikonförmchen abkühlen lassen. Und ich denke mal, das kann sich mal sehen lassen hier. Also für einen so einen kleinen Beutel, das hatte ja ungefähr das Ausmaß hier, ist das hier die Ausbeute. Ich meine, es hat nicht alles so gut funktioniert, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. War auch eine ganz schöne Sauerei, ganz schön langwierig. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Ihr könnt euch das mal von nahen angucken. In der Qualität, in der Reinheit könnte man jetzt auch ohne Probleme weiterarbeiten, um Kleber herzustellen, um Trinkgefäße oder Behältnisse abzudichten und so weiter und so fort. Aber es sind hier doch noch so von der Farbe her, kann man erkennen, hier sind noch so ein bisschen Verunreinigungen drin. Die würden jetzt, sage ich jetzt mal, im Buschkraftbereich keine Rolle spielen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen es übertreiben. Wir möchten das Ganze wirklich noch ein bisschen sauberer haben, wenn möglich milchglasklar oder glasklar. Das heißt, wir werden das ganze Material nochmal filtern. Das machen wir aber nicht heute, das reicht hier erstmal aus. Wir wollen ja zum Schluss in einer Folge quasi alles, was wir an gereinigtem Harz haben, zusammengießen. Und in der Folge werden wir alles nochmal fein filtern sozusagen, dass wir hoffentlich dann richtig glasklares, großes Stück Harz haben. So Leute, jetzt sind wir langsam am Ende angelangt. Fazit, also das Abschöpfverfahren funktioniert. Es ist sicher, es kann natürlich nicht viel passieren, kann nicht viel Feuer fangen oder so, wie bei einer direkten Flamme oder einer offenen Flamme. Aber es ist ganz ehrlich eine ganz schöne Sauerei gewesen, oben dieses Abschöpfen. Alles bleibt irgendwo am Löffel kleben. Es funktioniert bei kleinen Mengen bestimmt ganz gut, aber für so eine große Menge, wie wir es jetzt vorhatten, da war das einfach ganz schön aufwendig und eine fiesche Sauerei. Also die Ausbeute, hier jetzt mal die verdichtete Version, ist natürlich trotz alledem nicht schlecht. Wir haben jetzt 5 so eine Förmchen hier voll bekommen. Ist eine feine Sache. Wir probieren noch mal ein paar andere Methoden aus, aber das dann eben in einem anderen Video. Ich hoffe, heute hat euch die Folge auch wieder gefallen, auch wenn es ein bisschen mit Pleiten, Pech und Pannen war, sowohl was das Kameraequipment betrifft, als auch die Verfahren. Aber es ist ja auch mal ganz spannend zu sehen, wie man eben große Mengen Baumharz verarbeitet, denke ich mal. Also wir sind erstmal froh, dass wir hier nicht alles angezündet haben und freuen uns auf die Weiterverarbeitung. Alles klar, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Die war dann letztendlich in diese Silikonform hier drin. Die war dann letztendlich in diese. Die war dann hier in diese Silikonform drin machen. Die war dann hier in diese Silikonform dann. Naja, eigentlich schon richtig tolle, klare Harz-Törtchen. Und dann lassen wir es auskühlen und haben erstmal schon. Was haben wir denn? Naja, Harz. Tortenform. Törtchenform. Ja. Muffinform. Ja, ist okay. Ja. Das hier. Das ist eigentlich ein Muffinbackform. Und dann könnt ihr das richtig sozusagen. Da könnt ihr so. Bam, bam! Und dann kann man das eben richtig zu so einem ganz feinen. Was ist denn heute los, ey? Kleiner Tipp, am besten das Harz irgendwo einfrieren, also wenn er, und dann kann man das eben richtig schön zerkleinern zu so einem Staub. Staub ist ey. Und so lässt es sich dann, ah! Ja? Gut, der war hier. GoPro, stopp! GoPro, stopp! GoPro, stopp! GoPro, stopp! GoPro, stopp! Viel Spielraum, um damit rum zu experimentieren. Und dann lassen wir das einfach durch einen Filter
Lass mal das. Ja. Wie ihr das macht, ja, da gibt es ein. Ist komplett euch überlassen. Ja, natürlich. Ist es ja auch. Man kann es wirklich mit Zauberei machen. Und dann versenken wir die in das heiße und dann ist sie. Ah. Und dann ist es toll. Und hier sind eigentlich auch alle Utensilien, die wir dazu benötigen. Ah. Okay. Oh, schön. Oh.